So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Stream hier auf diesem Kanal. Wir spielen The Suicide of Rachel Foster weiter. Part 2, beziehungsweise der erste Stream ist leider ein bisschen aufgeteilt worden, aber ich krieg das hin. So, wir fahren fort. Moin NJ, es geht ja immer zack hier, Morty, hallo, hallo. Schön, dass ihr schon da seid. Ich merke gerade selber, meine Stimme ist ein wenig belegt. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht auch schon wieder krank oder so ein Scheiß. Ja, gar keine Lust zu. Und Ralle, Moinsen, Moinsen. Ja, kein PUBG, ne? Habe ich ja gesagt, momentan kleines Päuschen. Also heute mal ein wenig von diesem Spielchen hier. Company kann man uns nochmal überlegen. Herr von und zu Morty. Ne? Wenn du Bock hast. Ich weiß nämlich nicht, wie lange dieses Spiel noch geht. Ich glaube sogar, wir spielen es durch. Warum keine Lust? Ja, Ralle, das ist so eine Sache, ne? Oh, wir sind schon am Tag 8. Es hat einfach erstmal selber mit mir zu tun, weil ich einfach permanent auf den Sack kriege, weil ich einfach zu schlecht bin. Ist ja eigentlich per se gar nicht schlimm. Weil soll ja eigentlich im Prinzip erstmal nur Spaß machen. Und ich muss ja nicht hier immer 1000 Schickens haben. Aber so auf Dauer irgendwie immer... Oh Gott. Immer irgendwie auf die Fresse zu bekommen. So waren so die letzten Runden, waren einfach so... nee, das war dann einfach nur noch blöd. Und genau, du hast die Cheater da am Start, so einige immer noch und so weiter. Freunde der Nacht. Ja, wir sind jetzt hier, naja, und Mitspieler, die nichts drauf haben, das ist ja auch klar. Spaß, Spaß. An denen liegt es natürlich nicht. Nein, 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 nein. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir sind hier in einer finsteren Kapelle und draußen, da stürmt und schneit es und Jesus ist auch dabei. Nun denn, dann ist ja alles gut. So, wir sind allein im Hotel. Wir spielen Nicole. Nicole hat dieses Hotel geerbt und soll es eigentlich nur weiterverkaufen. Aber nach und nach findet sie raus, dass hier nicht alles so gut gelaufen ist, wie man denkt. Und ihre Familie hat so ein paar Dinge, ja, hat so ein bisschen Dreck am Stecken. Würde ich mal behaupten. Ihr Vater, vielleicht ihre Mutter, man weiß es alles noch nicht und sie recherchiert das gerade so ein bisschen. Wir haben schon einige Sachen rausbekommen. Und jetzt ist Tag 8, also wir sind schon über eine Woche sind wir jetzt in diesem Hotel und hängen hier ab. Ach ja, so halt, ne? Ich sag's Mimi oder den anderen oder du bezahlst mich. Wie soll ich dich denn bitte bezahlen? Ich bin armer Streamer, ich habe nix. Du kannst mir 5 Euro spenden, die gebe ich dir zurück. Da können wir uns drauf einigen. So, ja, wir sind im Keller. Was ist denn... Oh, warte mal. War ich hier schon? Das sieht doch auch so ein bisschen... Also dieses Hotel hat permanent irgendwo Geheimgänge. Und das sieht auch ein bisschen danach aus, hier unter der Treppe. Wir gehen aber erstmal raus. Ja, alles klar, Ralle. Auf jeden Fall, ne? Das Spiel an sich ist ja auch immer noch ein gutes. Aber für mich, ich brauche gerade mal eine Pause. Das ist einfach so. Ja. Das Ding ist, wir haben auch eigentlich immer eine Karte gehabt, wo wir rauf gucken können, wo wir sind, wo wir hin müssen. Aber die habe ich jetzt nicht. Die habe ich nicht. Das geht mir ja schon wieder hier auf den Nerv. Hier ist die Wäschefirma Dingens-Gedöns. Genau, Ralle ist im Blurk. Okay, das ist gut. Machet Ralle. Hier ist das Radio. Hier haben wir auf jeden Fall den... Also, hier haben wir den Heizungskeller. Da haben wir die Heizung angemacht. Wir haben auf jeden Fall
Warmwasser? Moin Fruchtilein. Hallo, hallo. Joker wieder voll bei der Sache. Was? Ach so, Morty ist im Lurk. Alles klar. Ja, Fruchtilein, deswegen habe ich doch dich. Dass da wenigstens mal einer aufpasst, nicht wahr? Die Frucht. Was ist denn mit dem Früchtchen heute? Bist ja gar nicht am PUBG spielen. So, jetzt mal aber ohne Scheiß. Ja. Irgendwie so, Modi. Irgendwie so kriegen wir das schon hin. Hier ist das Büro. Hier haben wir telefoniert. Ich werde mal, weil wir haben hier ein eigenes Zimmer. Alter, diese Sounds, ne? Die machen mich wirklich brutalst immer fertig hier. Da habe ich ja schon mal gesagt, ne? Wenn man sich das vorstellt. Ja, genau. Das Hotel wirklich im Nirgendwo, es ist Nacht und wir sind hier alleine und boah, keine Ahnung, ey. Ich würde mir permanent in die Hose pingeln. Ja, wir gehen auf jeden Fall nochmal jetzt nach oben zu ihrem Zimmer. Und warum ist hier die Tür zu? Die habe ich nicht zugemacht. Und habt ihr das gerade gehört? Das Telefon hat ganz kurz geschellt. Also du hast auch permanent so einen Psychoterror hier am Start. Schon ziemlich crazy alles. Und ich meine, dieser Teppich, ne? Da kannst du doch nur irre werden. Und moin Rocco, hallo. Hallo Rocco. Na, also hier ist ihre Suite. Ne? Es ist Weihnachten. Ja. Es ist Weihnachten, bald Neujahr. Ich hoffe, ihr habt alle Geschenke besorgt. Und ja, wir schauen mal uns jetzt hier nochmal um. Hier ist ihr Zimmer. Vielleicht müssen wir uns einfach wieder hinlegen oder so. Hier sind Dinge, hier sind die Hinweise. Die gute Rachel ist ja verschwunden. Und es ist offiziell als Selbstmord dargestellt worden. Aber wie gesagt, die Nicole hier, die wir spielen, findet so langsam raus, dass das merkwürdig ist. Dass da so ein bisschen eventuell nachgeholfen wurde. Aber ja, viel mehr wissen wir jetzt auch nicht. Okkulte Anatomie. Iconology of the human body in esoteric science. Okay. Das lassen wir mal liegen. Was haben wir denn hier? Rachels Tod? Fragezeichen. Sorry. Artikel über den Abschiedsbrief. Es wird uns jetzt hier nicht übersetzt. It's shocks the anti-building heart. The principal told. Okay. Ja, alle waren natürlich hier, genau. Ihr Spind wurde mit Blumen sozusagen vollgemüllt, wollte ich gerade sagen. Also alle waren arg betroffen. Und okay. So richtig hilft uns das nicht. Wir gehen mal in ihr Zimmer. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Ein Telefon. Das hat sie ja eigentlich dabei. Das ist ihr Skizzenbuch. Sie spielt Bass. Inventar. Ah, hier ist der Stuff. Okay, jetzt haben wir wieder die Sachen. Das war eine gute Entscheidung, hier hinzugehen. It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought Guten you were calling Abend, to... Sheti. Moin, moin. Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Ich denke auch, aber wir sind quasi in dieser Küche aufgewacht. I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Ich sag dir, Chidi, das ist ja Then I auch come genau back das, here was and it mich hier happens again. beunruhigt. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Mir fehlt einfach das Maschinengewehr. Die Kirche ist gruselig. Ja. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Ah.
Irving? Yeah? Mir gefällt Nikki. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Merry Christmas. Nikki. Okay, also die scheinen sich so ein bisschen näher zu kommen, hier der Dude und sie. Ich meine, ist ja auch logisch, er ist der einzige Kontakt zur Außenwelt sozusagen. Aber immer noch der Weihnachtslook, das passt schon. Ja, ich denke auch. Also, er sagt uns gerade, wir sollen wieder zurück zur Kapelle. Und wir haben nämlich wieder unseren Stuff. Wir haben diese, diese wundervolle Taschenlampe, die immer nur einmal kurz funktioniert, wieder ausgeht und so, ne? Also super Teil. Und wir haben dieses Richtfunk-Mikrofon-Gedöns, wo wir quasi, durch Wände hören können. Weil es wurde berichtet, Stimmen hier im Hotel zu verhören gewesen sein. Ne? Also irgendjemand hat da mit Leuten gesprochen. Und Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason ich glaube, ich as muss to hier why lang. you ended up there. Du glaubst noch nicht, dass ich verrückt bin. So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right. Die nächste Frage ist jetzt, bin ich hier richtig? If I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. So, wir sind auf jeden Fall wieder in der Kapelle. Wundervoll. Genau der Ort, wo ich zurückgehen wollte. Wir haben aber, wir haben die Taschenlampe dabei. Yay. So, wir können jetzt mit ihm darüber reden, über die Dinge, die wir hier sehen. Das ist doch schon mal gut. Orgeln? Ja, wollen wir jetzt nicht. Wir reden mal hier rüber. So. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... I... Wow. Total mystery. Wanna play? Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind.
Okay. Also ihr Vater hat ihr irgendwie mal ein Rätsel erzählt, wo, keine Ahnung, ein Ort sein soll, der wichtig ist. Aber an dieses Rätsel kann sie sich nicht so richtig erinnern. Und was zum Henker machen hier Schlafsäcke in der Küche? Someone broke into the church. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Oh, I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. You know, keep an eye out. Normally, no one's around in this weather, but you never know. Okay. Okay, jetzt sollen ja vielleicht sogar Leute rumlaufen. Na super, das ist ja gar nicht beunruhigend. Hier ist noch was. Bilder von Heiligen. Na dann. What'd you find? The paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches, in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. Okay, und der Vater von ihr, der Leonard, war auf jeden Fall befreundet mit diesem Revenant-Dude. Und ja, der ist irgendwie merkwürdig. Weiß ich noch nicht so richtig. Was gibt's denn hier noch? Wenn ich das Rätsel löse, kann ich vielleicht die alte Abstellkammer finden. Ja, aber dann muss ich da jetzt erstmal das Rätsel überhaupt kennen. Also sie kann sich gerade sowieso erstmal gar nicht dran erinnern. Oh. You want to play the organ in a church in the middle of a... Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. Ah, jetzt hat er sich verraten, dass er quasi die ganze Zeit sozusagen mithört. Okay, also Opa, ich meine, Orgel spielen will er nicht. Okay. The notes reverberating in the dark. It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you to play it. Ja, ich meine, I couldn't play even if I wanted. okay, sie kann sowieso nicht I never spielen. learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Rachel war... I'm only just now realizing how jealous I was. Keep Auf looking. Rachel war sie eifersüchtig, aber wer war denn jetzt, also war das ihre Schwester? War es ja nicht. Soll ja die Geliebte vom Vater gewesen sein am Ende. Wunderschön. You practicing for the church choir now? I know this tune. The souls that come out of their graves. It's from the book of Revelation. Can I ask you about your mysterious father, who you only sort of mention? My father was nothing like Leonard. Well, I don't know what happened between you, but if you want to talk about it, I will. But not now. It's complicated. Yeah, I get that. Okay. Believe me, I do. Thanks. Also über seine Familie möchte er nicht so gerne sprechen. Haben wir uns jetzt hier alles angeschaut? Die Notenblätter. Aha. Ich glaube ja. Lip. Bilder haben wir. Orgel spielen will sie nicht, meine ich. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier wieder raus, oder? Wir sollen ja prinzipiell immer noch ein Rätsel lösen, ne? Aber welches? Wir gehen erstmal raus. Und dieses
Kinderspiel hier, ne? Dieses Hüpfgedöns mitten im Keller vor einer Kapelle. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Wow, 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 wow. Was passiert? Auf jeden Fall fliegt hier ein Schmetterling durch die Gegend. Okay, ich würde sagen, der hat uns hier gerade hingelockt und das ist das Rätsel, oder? Stairs, watch steps, don't fall apart, or it's you, random corner, turn around, there's your way in front of you, or that closed can be opened too, if you see beyond its looks. Okay, das scheint das Rätsel zu sein. Hier ist die Geheimtür. Wir gehen durch. Würde ich aber auch mal sagen. Wir haben eine Geheimtür gefunden. Ein Schmetterling. Schnell verstecken. Ja, Mann. Das ist beunruhigend. Und der hat so fürchterlich geglänzt. Rosa. Oh mein Gott. Also ich meine, jetzt hör mal zu. Das ist jetzt hier aber nicht... Okay. Ich habe schon gedacht, wir finden irgendwas Beunruhigendes, aber das ist ja ein nettes Kinderzimmer hier. Alles bemalt. Bemalte Wände, nicht? Ja, hier Fenster, ne? Mit Aussicht. Würde ich mal behaupten. Und ja. So, found the mystery decorations? No. Das ist ganz schön No decorations. Is everything merkwürdig. I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Ja, irgendwie so, Of Chedi. course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. Wir haben hier Bücher. There's some windows drawn on the walls. Ich wollte gerade sagen, die sind ja gemalt. Books. Sheet music. Lüftungsschacht. Pink bed. It's like a kid's room. No way. Hier unten würde doch niemand wohnen. This place doesn't make sense. Nee, no gar- one would gar live nicht. down here. Nikki, I think you should get out of there now. Okay, er sagt gerade, ich soll mich immer ganz schleunigst verziehen. That's it. Now I'm calling the head office in buildings. I'm telling them it's a code red emergency. So Weil das sieht ja Jesus einfach Christ, Irving. wirklich so aus. This is all Rachel's stuff. Das sind Understand? Rachels Sachen. Als wäre hier jemand mal eingesperrt worden, würde ich sagen. You don't know that. You can't Ja, know moin, what moin. they look like. Everything here reminds me of her. Moin, Tina? TNA? Look around. I'm sure I'll Hüpfkäse? find an Was? explanation. So my other hand's on the red phone. Keep it Einen there, wunderschönen but guten don't Abend. make the call. I need to figure out what's going on here. Moin, moin. Okay, sie muss auf jeden Fall jetzt mal rausfinden, was... Mir geht's noch ganz gut, aber ich finde es sehr beunruhigend. Ich finde diesen Raum sehr, sehr, sehr beunruhigend. Weil er ist ja so teilweise ausgestattet mit Kinderstuff. Hier ist eine Zahnspange. Mhm, natürlich. Did you get out of there? You know by any chance if Rachel wore a retainer? Maybe. There was an article saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember. She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. Okay, dieses Teil gehörte auf jeden Fall der Rachel. Was ist das für ein Spiel? Ja, es ist nicht so einfach zu beschreiben, nicht? Wir haben sie auf jeden Fall mit ein bisschen Horror zu tun, würde ich sagen. Maybe they're not just keeping it. Maybe they're Rätsel using it. teilweise The box auch. is Wir empty. müssen einfach Dinge No way. I in can't- Let Erfahrung me go bringen und erleben eine fesselnde Geschichte. Und wir, glaube ich, kommen so ein bisschen gegen Ende jetzt auch. Also sie entdeckt jetzt immer mehr Dinge hier. Ja, es ist auch ein bisschen gruselig, muss ich auch sagen. Ich gehe da auch mehr ein bisschen in deine Richtung. Ich mag das eigentlich auch nicht so gerne, aber ja. So, jetzt haben wir hier einen Lüftungsschacht. Das ist ja schon mal nett. Also Luft gab es hier unten. Hey, can I make that call now? You hear the sound? Retard, also zurückgeblieben heißt das, glaube ich. Hear it now? What is it? Genau, und dieser komische Mechanismus, dieser Sound, der hier irgendwie die ganze In front of an Zeit air vent.
durchknallt. connected to the top floor. Sympathisch, ja, das Leonard freut had a mich. Lass gerne grandfather Follow da. up in the attic. Can't hear things from a room that's so far away. Can too. I used to lurk in front of events like this to spy on guests in their rooms. You're trying to tell me something. The attic is where Leonard gave Rachel speech therapy sessions. Okay. Hab ich schon. Oh, nice. Maybe Danke you dir, could danke hear dir. what Ja, was das going kriege ich on manchmal up nur there so from nebenbei here. mit. Vielen Dank. That doesn't help. Listen, I need to get into the attic. Okay. I need to figure out if a clock like that could still be working. Okay, sie muss auf jeden Maybe Fall nach there's someone oben, who sagt still sie takes gerade. care of it. Nicole, please. I'm hanging up. Call you later. Ja, ich habe das aus, ja. Ich habe das normalerweise, sehe ich das hier bei den Dingens, Tipi, aber das habe ich auch aus. Sorry. Du hast eine schlimme Phobie vor leeren Biergläsern. Ja. Ja, das ist auch was tragisch. So, jetzt habe ich so halb mitgekriegt, ich muss diese seltsame Geheimzimmer unter die Lupe nehmen und herausfinden, was passiert. Okay, liegt ja vielleicht noch was. Ja, hier ist ein Schlüssel. Okay. Das ist ein Schlüssel wofür? Breadcrumb, Brotkrümel. You hear me? Einmal mit Profis. Wo? Warte, Profi? Hallo? No. I found a key. It's from my old music box. Schwierig. The one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. Also, sie hat gerade einen Schlüssel gefunden für eine Musikbox, die in ihrem Zimmer steht. How can you be so calm? Dafür wurde sie If eingestellt. someone was Ja, in there, Tweety, he's endlich not sagt's mal here jemand. now. I need to grab the chance to figure out what the hell Jeder is going übernimmt on. seine Rollen. Went Ne? on. Die professionelle Früchtchen. Das alles andere, das mache ich dann. So, wir gehen auf jeden Fall in ihr Zimmer. Falls ich jetzt hier nicht vom Zombie überrannt werde oder so. Yes. Rechnung kommen. I already Ja know gut, what you're das gonna say, but please trust me. Get out of there. ich würde auch sagen. Nein, wir wollen das No jetzt way. rausfinden, was hier passiert ist. Realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is a The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this. We'll figure it out with the sheriff. Once you're out of there. Also er sagt ihr gerade, wir müssen auf jeden Fall die Polizei benachrichtigen und sie soll sich hier verziehen. Aber sie sagt, nein, ich möchte das jetzt hier Phone rausfinden. calls on a dead line. Old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father, he spent years in there, in total solitude, with the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. Okay, er sagt ja gerade, dass es sein könnte oder er vermutet, dass ihr Vater Rachel umgebracht hat. Morbid, but in his eyes, How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying. Leave out that he sie glaubt cheated on my natürlich mom. nicht dran. Leave out that he fell in love with a 16-year-old. But fucking hell, don't you dare even think that. Hier kommt Daddy. He would never have been Ja, Rocco, sowas von. fucking underground shrine for a dead person. your father had changed in the end. Okay, also er vermutet stark, dass der Vater da so ein bisschen durchgedreht ist am Ende. No, I don't give a shit Was about ich what you noch have so to say. zocke, I PUBG. just want you to know that If you don't want to help discover the truth, don't call me. PUBG, ab und zu mal. Jetzt gerade nicht, jetzt mache ich Pause. Aber auch, wenn ich kann und Zeit habe, viele Indie-Spiele, also Spiele, die man so nicht auf dem Schirm hat. Also ich versuche mich an PUBG, das ist richtig formuliert. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally,
bit of peace and quiet. Ja, sie hat jetzt ein bisschen Aggro auf den Typen, der hier mit ihr immer spricht, weil er gerade wirklich ihren eigenen Vater beschuldigt hat, dieses Mädchen da umgebracht zu haben. Let me piece things together. Frech. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide. And some even think she's Und manche still glauben sogar, alive. sie lebt noch, genau. Ich muss mich auf jeden Fall konzentrieren. I have to think it through. What concrete clues did I find? First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Genau. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. Hier, steht hier. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. Genau, die hat sich nicht If she's still umgebracht, alive, sondern eine Zeit lang noch hier Why doesn't she gewohnt. tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in Hier a ist die fucking Rachel. underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Das ist jetzt die Frage. Where do I fit in? Wir haben den Schlüssel von Trying ihrer, to tell me something, Dad? Spieluhr My gefunden. music box with the hockey player. Genau, hier ist sie. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Ja, wir haben den Schlüssel unten in diesem Psychozimmer gefunden, würde ich mal sagen, der diese Spieluhr hier öffnet und die Musik abspielt. Und wir machen das jetzt mal. Ich glaube, es müsste jetzt funktionieren. Let's go. Kleine Medaille ist da drin. Okay. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to? Also ihre Eltern haben sich in dieser Nacht irgendwie gestritten, als Rachel verschwunden ist oder als ihr Selbstmord bekannt wurde. Tag 9 auf jeden Fall. Hei. So, versiegelte Tür. Ah, okay, wir sind jetzt hier direkt im 2. Stock. Hier ist diese Tür, die ja immer noch zu ist. Irving. Finally. Du bist der Einzige, den ich habe. Ja, das stimmt I tatsächlich. know, I told you to go to hell. I was dying on this chair. Ich hatte Schiss. Ich habe nicht vor, mich zu entschuldigen. Ja, sie hat auf jeden Fall Angst. You're right. That room freaked me out. Wie wir alle. Also So? ich schon. I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last Ja, floor. hier müssen wir auf jeden Fall In the rein. attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone Aber wie will sie denn jetzt hier bitte reinkommen? Das ist ja, ich brauche einen Schlüssel, ne? Würde ich mal sagen. Hier ist ein Vorhängeschloss vor. What are you talking about, Nate?
Deswegen auch wahrscheinlich Vorhängeschloss. Warte mal, mein Vater. Machen wir so. Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. Ja, warum hängt ihre The Medaille night da Rachel in dieser Maybe I have to Box? start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You Okay. mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Ah. Eher in der Mediziane. Vor der Halle, das ist ja hier, dieses Gedöns ist das. Das ist, okay, hier standen vorher Möbel vor. Die sind jetzt weggeräumt worden, netterweise. Und man kann schon sehen, das ist hier eine Geheimtür. Und vielleicht erfahren wir hier mehr, was passiert ist. Also sie hat ja eben gesagt, dass sie ein wichtiges Hockeyspiel hatte. Und hat gewonnen, hat eine Medaille bekommen. Und genau an diesem Tag, an diesem Abend ist Rachel verschwunden. Mysteriöserweise. Ihre Eltern bringen sie hierher zurück, streiten sich. Ihr Vater, keine Ahnung, haut ab. Oder die Mutter, so genau habe ich das jetzt auch nicht mitgeschnitten. Auf jeden Fall, es war da richtig Alarm an diesem Abend. Und keiner weiß so richtig warum, weil eigentlich war es ja ein schöner Tag, weil sie hat dieses Turnier gewonnen, aber irgendwas ist passiert. Oh mein Gott. Ja. Gut, es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Warum? Okay, apropos Hockey. Hi. Okay, hier liegt ein Baby und okay, das ist gruselig. Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Jetzt will sie auf einmal die Polizei. Ich hasse es jetzt gerade so ein bisschen, mich umzudrehen. Wir machen es trotzdem. Oh, normalerweise ist das immer der Moment für einen Jumpscare. Aber das macht das Spiel eigentlich nicht, sondern das ist immer so ein hintenrum Horror, den wir hier erleben. Also das ist ihr Hockeystick. Vor dieser da liegenden Puppe mit dem Baby in der Hand. Soll so vielleicht so ein bisschen darauf hinweisen, dass sie was mit dem Tod zu tun hat. Würde ich jetzt mal so spontan behaupten, aber was? Sie kann sich ja anscheinend nicht erinnern. Where are you, Nicole? Ah, It's about time. er spricht wieder. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Hä? Warum redet der jetzt so komisch? What? Are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Okay. Irving. Er hört sich auf einmal ein bisschen komisch an. Und diese Schuhe hier standen da safe nicht. Mysteriöse Stiefel, ja, will ich auch mal behaupten. Kann ich hier raus jetzt? Nee, da ist sowas von zu.
Ich guck mal auf die Karte. Was tust du? Was verbirgt sich hinter der verschlossenen Tür im 2. Stock? Da war ja eben das Schloss vor. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die Tür ist auf. Wir gehen mal da wieder hoch. 2. Stock. Das ist der 1. 2. Und dieses Geknarze hier die ganze Zeit. Ich bin mir gerade nicht sicher, rechts oder links. Ich glaube hier. Da, wo es so ein bisschen vergoddert ist. Yep, die Tür ist auf. Okay, wir kommen jetzt in den Raum, beziehungsweise in diese Etage, wo wirklich hoffentlich jetzt aufgelöst wird, was hier passiert sein mag. Und vielleicht finden wir auch den Irving-Kollegen. Ja, machen wir die Tür auf. Was zum Henker? Oh. Beweise. Was? Car Engine, Transmission. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall ein Funkgerät. Hello? Videobänder. Imagine you found my room. Ah, hier war der Irving am What does Start. this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. Was hast du getan? Du bist verrückt. Tja. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Space, moin moin. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Okay, er wollte sie irgendwie dazu bringen, sich zu erinnern Father wanted to keep you an die out. Vergangenheit I und an die convinced him Dinge, that die only hier you passiert could sind. solve the equation, as he called it. I don't understand. How Hat er es geschafft? Man weiß es nicht. over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past. Hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years. Day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Okay, wer bist du? Wo bist du? Was hast du vor? Ich würde das alles gerne fragen. Wir fragen erstmal, wer er ist. Who are you, really? I want to tell you a story. Okay. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... Oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Okay, er ist Rachels Bruder. Strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her in school. But I could hear her cry. At night. At
wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Yes, it's true. I hated her. But I was just a jealous kid. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Ich wurde geboren, um vergessen zu werden. Das ist schon hart. Was willst du? What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Okay, und da geht die Tür auf. Wir sollen weitergehen, weiter rausfinden, was passiert ist. Also ihr Bruder war die ganze Zeit derjenige, der mit uns gesprochen hat. Um hier die Nicole so ein bisschen darauf zu bringen, diese Rätsel zu lösen. Herauszufinden, wie Rachel gestorben ist. Okay. Zum Henker sind wir jetzt. Projektor. Ja, das sieht sehr gemütlich aus hier. Wir machen mal den Film hier an. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Okay, das ist jetzt ihr Vater, der spricht. Irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on. Das Haus könnte man eine Renovierung vertragen. Ja, ja. Who are you talking? Das soll auch verkauft werden. Also hier ist nichts mehr mit Hotel und so. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it
those who cast it aside with indifference and those who can't recognize it. Stars still emanate their light even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Was? Oh Gott. Mörder. Okay. Der Geist von Rachel hat uns ein Zeichen gegeben. Mörder. Ich hoffe, wir sind nicht gemeint. Ich habe hier schon einen Schlüssel gesehen. Den müssen wir doch wahrscheinlich... Claire. Okay. Den stecken wir auf jeden Fall mal ein. Schreibmaschine. Zigaretten. Was steht hier? Warte. Leonards Gedanken. Können wir uns anschauen? Können wir uns seine Gedanken anschauen? Nein. Schade. The Light of Egypt. Aha. Gibt es hier irgendwie einen Geheimraum oder so? Also wahrscheinlich, ne? Ist das Rachel? Ja. In Claires Auto. Claire ist ihre Mutter. Wir haben anscheinend einen Autoschlüssel gefunden. Claire. Ist das ihr? Ich glaube, es ist ihre Mutter. Warte mal. Okay, Auto. To-Do-Liste sagt mir, ich soll zum Auto gehen. Die einzigen Autos, die es hier gibt, die stehen unten in der Garage. Dann gehen wir da mal hin. Machen wir das mal. Was ist denn hier mit dem guten, wie heißt er? Jetzt habe ich auch seinen Namen vergessen. Jetzt reden die gar... Oh, Alter. Okay. Machen Sie hier nochmal ein bisschen Terror. Ah, okay. Funkgerät funktioniert. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business. Ja, wollte sie auf jeden Fall dazu bringen, das Geheimnis hier zu You don't know lüften. anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth. A truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain. Maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door.
Okay, wir können den Kofferraum öffnen. Wir haben den Schlüssel. Dann mal los. Okay. Was? Moms Auto. Okay, das ist auf jeden Fall das Auto ihrer Mutter. Was war da drin? Eine Decke oder sowas, ne? Was ist in dieser Decke? Wasch sie, 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 wasch sie. Machen wir das. Wir haben ja hier auf jeden Fall eine Wäschekammer. Dann waschen wir mal die Decke, aber warum? Wo ist denn die nochmal? Hier unten irgendwo. Warum sollen wir die Decke waschen? Und warum ist eine Decke in dem Auto von ihrer Mutter? Hier. Hier ist eine Waschmaschine. Können wir die hier reinschmeißen? Wahrscheinlich nicht. Hier ist ein Waschbecken. So, okay. Rein damit. Einmal durchwaschen. Aber was soll uns das bringen? Das ist jetzt die große Frage. Da sehen wir schwarz. Und hallo Mimi. Moin, moin. Ja. Würde mal sagen, das war zu viel für dieses Spiel. Jetzt mal ohne Scheiß. Sind wir abgestürzt? Bitte nicht. Bitte, doch komm. Es geht auf jeden Fall nicht weiter. Heute ohne Cam. Ja, Mimi. Heute ohne Cam. Heute mal ohne. Ich würde mal sagen, das ist nicht original. Wir gehen nochmal ins Hauptmenü. Ich hoffe, wir sind da nicht sofort ein bisschen zurückgeschossen. Ist schade eigentlich, weil wir waren gerade so ein bisschen eigentlich gut drin. Okay. Wir kommen auf jeden Fall... Der Schneckenreiter. Moin, moin. Hallo, hallo. Wir kommen auf jeden Fall so Richtung Ende. Bad Hair, der. Ja, genau. So in die Richtung. Beziehungsweise heute? Ne, wann habe ich denn gestreamt? Wann war denn das? War auch heute, oder? Ne, gestern. Gestern war's. Eieiei. So, so in der Richtung. Also, wir fahren nochmal fort. Montana. Wir sind immer noch in Montana. Ich hoffe, bitte lass mich jetzt nicht den ganzen Tag neu nochmal spielen. Nein. So ein Quicksave wäre nice gewesen. Nein! Irving, Finally. I'm okay. Ich glaube, wir müssen es nochmal machen. Lying on this chair. Uah. You're right. Nein. That room freaked me out. Ich glaube, wir können das jetzt auch nicht skippen oder so. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of the story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. Oh nein, das ist doch I jetzt know, das ist I'll die be ganzen careful. Okay. Gedöns nochmal. Wie Too blöd many ist das? things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past Naja, in front of egal. me to show them to me under another light. Ach so, ich weiß aber jetzt noch ungefähr, was los ist. Wir müssen jetzt noch mal in die Kirche und so ein Gedöns. In my music box, I found the medal I won the night Nee, Rachel died. müssen wir nicht. Warte mal. Dad could have put it there, and if he did, there must Nee, be a so reason. weit müssen wir es Sounds nicht. insane. The night Rachel died. Ah, hier. Maybe I have to start from there. I played in that Okay, really long die hockey game. Hockey-Geschichte. Okay. What was going Okay. on in the meantime? Ja, genau, Chidi. Es geht mir auch so. Jetzt können wir uns You noch mal remember alle that night, fokussen. Irving? Konzentrier dich, Chidi. Wir wollen das jetzt hier rausfinden. Church. That night we had a mass for the poor Also, here. ne, sie We erzählt held ja one every gerade. year. As usual, Mom Ah, volunteered dieses- to take me to the game, but she was so busy with the soup Ah, warte mal. kitchen that I was afraid she was going to be late. Okay, ihre Mom wollte sie I eigentlich irgendwo remember while hinbringen, hat she das aber doch ran nicht around, gemacht. She said she ordered me Und dann hat to sie sich close the mezzanine. dieses Zwischengeschoss sollte sie abschließen. Okay, das Zwischengeschoss ist hier. A storeroom. Have you been up there?
No, I'd forgotten all about it. Und wie gesagt, sie hat ein Hockeyspiel gehabt in der Nacht, wo Rachel verschwunden ist. Da war sie total erfolgreich, hat eine Medaille gewonnen, das Turnier gewonnen, wollte ich gerade sagen. Und Rachel ist gestorben. Also alles ganz schön nicht so gut eigentlich am Ende. Dann wollen wir da mal rein. So, aber Mimi, ne, ihr beiden seid ja gerade erst reingekommen. Für euch ist das jetzt alles hier neu. Und wir kommen wieder in diese sehr beunruhigende Szene. Und das hier ist der Hockeyschläger von der guten Nicole. Steht auch ihr Name drauf. Wenn man den Kopf so ein bisschen verbiegt, dann sieht man's. Nicole steht hier. Irving? Hello? Nochmal Tag 9, ja. Can you Ich hear hoffe, me? das kackt gleich nicht genau an der gleichen Stelle nochmal ab. Dann gibt's hier einen It's a Rage-Quit. nightmare. Das kann ich aber There are sagen. mannequins. Man spielt PUBG, everywhere. Mann. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Also ich weiß ja nicht, auf welche Puppen du stehst, ne, My aber stick! also weiß ich Listening nicht. to me? Whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? Ja, das sagt das so ein bisschen aus, das Hockeystick? Bild, ne, dass dieser Hockeyschläger sozusagen dafür verantwortlich ist, dass hier jemand gestorben ist. Why Also isn't he answering? der Hockeyschläger steht ja hier Irving, für I swear I'm not kidding. Nicole. This is a huge deal. If you can Also hear me, Nicole ist it's time schuld, to dass make that Rachel phone tot call. ist. Aber inwiefern? Das verstehen wir alles noch nicht. Raus hier. Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still Wir missing? gehen in den zweiten Stock, glaube ich. Ja. What? Are you drunk? Keep going. Ja, wir gehen weiter. Wir gehen auf jeden Fall Hello? PUBG, dann streamst wir Hello, mit dich. Irving. Ja, wenn, dann spielen wir das natürlich zusammen, also wenn ihr Zeit und Lust habt, ne? Aber nee, ich hab ja überhaupt keine Lust auf PUBG, ne? Beziehungsweise ich kann ja in euer Team gehen und sitze dann einfach im Auto oder so. Oder ihr streamt das. So machen wir es. Ihr streamt das auf dem Discord und ich gucke entspannt zu. Fight! Einen wunderschönen guten Abend und willkommen. Und danke für deinen Raid. Ich werde verrückt. Und ihr anderen lieben Leute, die ihr mitgeschleppt habt. Schön, dass ihr vorbeischaut. Das freut mich. Heidex, moin, moin, moin. Moin, moin, moin. Das ist ja wunderbar. Seid willkommen. Ihr erlebt gerade das Ende dieses wundervollen Spielchens. Hoffentlich. Gerade eben ist ein leichter Bug hier aufgekommen. Und, ja, okay, Fight. Alles klar, Fight haut hier. Haut die Abos raus. Ich danke dir. Guck mal, der Mord hier hat eins bekommen. Der Fabi, die Air, Maus und der Methos. Ja, wundervoll. Da weißt du, was du bekommst. Da weißt du, was los ist. Das kann ich dir aber sagen. Hier bekommt ihr Indie-Games vom Allerfeinsten in entspanntester Atmosphäre. So, wir haben jetzt diesen Raum gefunden. Wir wissen ja schon, das ist der Raum vom Bruder von Rachel. Seinen Namen habe ich gerade wieder vergessen. Ich glaube, den sagt er auch gar nicht. Sonja, moin, moin. Und er hat uns so ein bisschen darauf getrimmt, hier dieses Rätsel zu lösen, was mit Rachel passiert ist, weil er selber da irgendwie keinen Bock drauf hatte. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall quatschen wir mal mit ihm jetzt. Hello? I imagine you found Vom Schreihals zum Ruhigen. Ja, was heißt Schreihals? Ne? Du bist halt mal ein bisschen, lauter, ne? So, okay. asked myself many Ich kann ja nicht hier so schreien. Ich habe ja ein What does Kind. all this mean? Der fällt ja aus dem Bett. How far do you want to push yourself? How much can you take? Na, jetzt erzählt er ihr quasi so ein bisschen seine Vergangenheit, dass er sie eben darauf bringen wollte, diese Rätsel hier zu lösen. Was passiert ist, dass Rachel eben nicht sich umgebracht hat. Also Suicide hier auf Rachel Foster ist einfach alles gelogen. Dieser Titel ist falsch. Rachel wurde safe umgebracht. Auf jeden Fall. Und wir wissen aber noch nicht so richtig, von wem. Ihr Vater war mal ganz kurz als Verdächtiger, hat er gesagt, also der jetzt hier mit ihr redet, dass ihr Vater da wohl beteiligt war am Mord, aber
creep. Das glaubt Nicole nicht. Und Nicole selber hätte eigentlich auch ein Motiv, weil sie Rachel eigentlich gehasst hat, weil sie immer eifersüchtig war auf sie. You never talked to him. Your boss, the phone call. Wer kann es all gewesen those sein? weird Das events. wissen wir noch nicht. You were behind all of them. Someone Wir kriegen auf jeden Fall jetzt immer wieder Informationen rein, würde ich mal so behaupten. Und hier hinter dieser Tür ist auch nochmal ein nettes Zimmerchen. Me. Da kriegen wir auch nochmal ein paar Infos. I. Your father Ja, wanted to keep so you halt. out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. Dementsprechend, ich hoffe einfach, das Spiel bleibt gleich stabil und stürzt mir nicht ab. How could you? Oder freest, oder ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Wir hatten auf jeden Fall ein schwarzes Bild. Hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day. Aber er sagt seinen Namen, glaube ich, gar nicht, oder? Nee. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Ja, die Wahrheit würde ich halt auch gerne mal rausfinden. Wer bist du? Wo bist du? Was hast du vor? What do you want to do now? I want to tell you a story. Er will mir eine Geschichte erzählen. Okay. There was Erzähl mal. an invisible boy. Es war einmal, Like everyone, he just wanted to vor walk on langer, the langer grass, Zeit. ride a bike, swim in the lake in summer. Er redet gerade von einem Jungen, er redet von sich. Das kann ich schon mal spoilern. Oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Das ist die gute Rachel hier. Strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry. At night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much. And it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Yes, it's true. I hated her. But I was just a jealous kid. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Zack. Okay. Wir sollen weiter forschen. Machen wir das. So, und das scheint ja hier so ein Ort zu sein, wo... Ja, wo Rachel abhing, würde ich mal behaupten. Hier ist der Autoschlüssel.
Genau, da müssen wir wieder runter. Wir waren eigentlich an der Stelle, wo wir das Auto, wo wir die Decke quasi, die in dem Auto ist, anfangen auszuwaschen. Und dann passieren Dinge. Das wollte uns das Spiel gerade nicht zeigen. Jetzt hören wir uns nochmal die Geschichte an vom Vater. Und hallo Buri, moin moin. Hi, lange nicht gelesen. Schön, dass du vorbeischaust. Moin. Genau, der hier spricht, das ist ihr Vater und er erzählte jetzt quasi, der ist, ja, warum ist er eigentlich gestorben? Er glaubt, er war krank oder so. Und er sagt ihr halt gerade oder spricht ihr so ein bisschen Mut zu, dass sie jetzt eben die Geheimnisse dieses Hotels lüften soll. Und halt auch rausfinden soll, was mit Rachel passiert ist. Weil umgebracht hat sie sich nicht. Da ist der Bruder von ihr, glaube ich, sicher und ihr Vater auch. Aber wer ist es gewesen? Wer ist es gewesen? Wir wissen es nicht. Und ich sag mal so, sie hatte es schon hier gemütlich, ne? Sie hatte was zu lesen, beziehungsweise das war auch der Raum von dem Vater, ne? Schreibmaschine, Leonards Gedanken, genau. Rachel. Oh. Okay. Ja, ich glaube, der war so ein bisschen, ne? Fand die ganz gut, die Rachel. Und dann starb sie. So wie er sich anhört, hat er sie... Aber ich glaube nicht, dass er sie umgebracht hat. Das glaube ich nicht. Also ihr Vater. Who are you talking about? Sometimes it hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. There's light and I want to death. free myself Okay. of this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. Ja, ihm geht's gut. Das ist schön. Good. Figured out what Rachel was saying, Nikki. She's here. Sie ist hier. Okay. Okay. Ja, diese Tafel hat sich jetzt gerade einfach mal umgedreht und da steht Mörder drauf. Also, ist klar. Spiel, ist klar. So, Yoga, bist du Schreibmaschine, bitte speichern. Genau, das ist genau das, was ich auch denke gerade. Ich muss speichern jetzt eigentlich. Ich muss eigentlich speichern. Das geht nicht, Rogo. Es geht nicht. Es geht leider nicht. Wir müssen es jetzt nochmal versuchen. Wir gehen jetzt runter in die Garage und machen erstmal das Auto auf. Und dann gucken wir mal. Was das Spiel sagt. Das wäre echt schade, weil wir sind wirklich kurz vor Ende. So, die Türen sind auf. Die waren eben alle zu. Jetzt sind sie wieder zu. Ist wohl gerade hier ein Zug durchgekommen, ne? Also ein Luftzug. Dementsprechend Geister gibt es hier nicht. Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen,
I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain. Maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Ja, okay, wir haben den Schlüssel in Claires Auto. Claire ist dann ja anscheinend, weil wir können hier nur diese Kofferhaube hier öffnen, ist anscheinend ihre Mutter. Weil, ne, Moms Auto. Wir öffnen mal den Kofferraum und da ist die Decke. So. Und die Decke, wenn ich jetzt hier auch meine To-Do-Liste gucke, soll ich, ne, leicht, man wird hier leicht darauf hingewiesen, waschen. Machen wir das. Muss jetzt mal wieder den Wäscheraum finden. Und drückt die Daumen, dass es nicht abstürzt. Freunde der Nacht. Boiler Room? Nein, 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 nein. Ich glaube, hier war's. Ich würde so gerne speichern jetzt. Ich habe mal F5 gedrückt, passiert leider nichts. So, da nicht lang. Hier, Laundry. Laundry. Der Wäscheraum. So, wir müssen das Teil hier ins Waschbecken schmeißen. Ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Dementsprechend. Los geht's. Okay. 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 Hier liegt eine Spange. Die Spange war in der Decke. Und wir haben hier Blut, oder? Wir haben hier safe Blut. How could I have forgotten? Also die Spange von Rachel I saw everything. I was ist there. in dieser total All the pieces were in durchgebluteten front of my Decke. eyes. A kid's eyes. Sie wurde auf jeden It was Fall the same night as getötet. the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Ich konnte meinen... okay, sie hat den Stock mitgenommen. Okay, okay. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? Sie hat ihren Hockeystock genommen, um Rachel zu killen. Her. Ihre It Mutter. was like a frightful creature. So wie es aussieht. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on.
I don't. Jetzt erinnert sie sich. Go on. We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just Willkommen an der Bar. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... Dicke Earlboy, ja moinsen, moin moin. Der Earlboy. Die Wahrheit. I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Sie hat Rachel getötet. Ja, ihre eigene Mutter. Und sie hat ihr immer irgendwas vorgelogen. Das ist nicht so schön. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story Okay, are und ihr dead. Bruder, Get it? also der Typ, Dead. mit der sie gerade hier mit den... We are still alive. We're alive. Me, you, we Ja. didn't do anything. Der That's exactly kommt what da we nicht did so wrong, richtig mit Cole. klar. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. Wo bist du? Du kannst mich nicht allein You're lassen. the only one left. Don't leave me here alone. I'm scared. It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll Der geht einfach in die den out Schnee. there. Irving, please. I've lived in the dark for years. Nein. You freed me. Will er sich jetzt... And Also, now ne? I can finally Triggerwarnung, ne? rest in the Ich glaube, der Dude bringt sich jetzt I gerade can- um. and go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. At another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Okay. Irving? Irving ist down. PUBG gespielt? Nein, habe ich nicht. Keine Farmers getestet. Auf keinen Fall. I don't want to stay alone here. I everything seems to be becoming Jetzt dark. kriegt sie Angst, I'm ja? scared. Jetzt kriegt sie Angst. Who's there? Weißt du, die ganze Zeit hier in diesem Hotel und so und alleine. Is that you? Oh, bitte nicht. Jetzt kommen ja nicht noch mit Gespenstern um die Ecke. Rachel. Bist du's? No. Ibims. Okay.
Sie sitzt im Auto. Das ist schon mal gut. Jetzt sollte sie vielleicht mal loslegen und wegfahren. Die Spange von Rachel in der Hand. Gangschaltung. Was tut sie? Chaos! Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo. Willkommen, willkommen, willkommen. Ah, der Anwalt ruft an. Finally I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. Sie will das Hotel jetzt nicht mehr verkaufen. I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But Die bringt sich gerade um. Ja, läuft der Motor? Oh, Rocco, ey, mach keinen Scheiß. And I have to stay here Ich bin wieder zu Hause und ich... forever. Forever. Nein! Aber du bist doch nicht... Also, du bist nur indirekt vielleicht ein bisschen schuld. Ah, okay, du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Hier ist der Schlauch. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Aber das, wie gesagt, das ist ja nicht ihre Schuld, dass ihre Mutter so eine Knallpfeife ist. Gut, sie hätte es vielleicht mal sehen können, dass die Rachel permanent irgendwie You feel like it? I would diskriminiert so- wurde. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel Irving, so heißt er natürlich. What do you think? Und ihre Mutter hat sie quasi die ganze Zeit verarscht. To be all together? Mom? Dad? It would be so nice. Okay, Gangschaltung benutzen. Oh nein, bitte nicht. Wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. Also können wir uns jetzt entscheiden, anschalten? Wir können nichts machen, wir können nur den Motor anmachen, wie es aussieht. You. Okay. Die. Komm schon, können wir das beenden? I can't see the light. Boah, also es gibt, glaube ich, bessere. Ausschalten, ja safe. Aus. Wir lassen sie ja nicht sterben. Das machen wir nicht. Es gibt ihr Hoffnung. Ich meine, ihr gehört ein Hotel. Das sieht zwar scheiße aus, hier muss ein bisschen renoviert und Farbe an die Tapete, aber komm. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again. Ja, okay, jetzt hört sie sich wieder ein bisschen Psycho an. Like a whole family. No more anger. No more anger, nur Liebe. Das will ich doch hoffen. Liebe rettet die Welt. Bam. Daniel. Ah, habt ihr gut gemacht. Wunderschönes Spielchen, wie ich finde. Ein wunderschönes Spielchen. Geht zu Ende. Relativ kurz tatsächlich. Also wie lange haben wir jetzt gemacht? Ich glaube so 3,5 Stunden. So in dem Dreh. Ich werde jetzt auch nicht viel labern. Ich werde mich einfach verabschieden. Ich danke euch, dass ihr da wart. Veit, danke nochmal für den Raid. Und bis zum nächsten Mal, ihr lieben Leute. Ich werde mal gucken, es ist ja noch relativ früh. Vielleicht machen wir gleich einen spontanen Stream noch. Mal sehen. Auf jeden Fall hänge ich jetzt noch mal ein bisschen im Discord ab. Und dementsprechend macht es gut. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao, ciao.